Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Mittag bei ein bisschen Bewölkung, eigentlich schade mit so einem tollen Auto. Wir sind hier in einer wunderhübschen Italienerin heute unterwegs. Legendäres Auto, ein Lancia B24S Cabriolet. Ich sag mal, das war wahrscheinlich der schönste Entwurf von Pininfarina überhaupt. Das Auto ist absolut in die Geschichte eingegangen. Sind aber leider nur 500 Autos gebaut worden, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Jetzt kriege ich den zweiten Gang. Jetzt habe ich. Ja, es sind 524 Autos gebaut worden und der Wagen ist produziert worden von 1954 erst als America Spider, nur ein Jahr lang bis 55, und von 55 bis 1958 gab es dann die Cabrios, so wie dieser hier. Autos sind selten, die werden gehandelt ungefähr zwischen 300.000 und 400.000 Euro, damit ihr mal so eine Idee habt, je nach Zustand. Und da gibt es den America Spider, der wird gehandelt zwischen, ich sag mal, 700.000 und 1 Million Euro, ist auf Auktion immer wieder gut weggegangen, sind ganz besonders schöne Autos und ich sag mal, für meinen Geschmack auch einer der schönsten offenen Cabriolets, Zweisitzer überhaupt, die gebaut wurden. Also ein so elegantes Auto, hat auch eine schöne Technik, hat einen V6 Motor, der ungefähr 110 PS leistete. Unser muss ein bisschen bewegt werden, das hört man gerade. Das Auto hat ein bisschen gestanden, wir haben jetzt rausgeholt, wir haben gesagt, das Auto müssen wir mal fahren, weil der ist qualitativ so in einem dermaßen guten Zustand, ist von der besten Adresse überhaupt restauriert worden in Mailand mit kompletter Dokumentation und man sieht, dass der Wagen sich in dem Zustand befindet, wie er damals das Werk verlassen hat. Wir haben ein Zertifikat zum Wagen, der Wagen hat Matching Numbers und Matching Colors, also all das ist vorhanden, ist ja nicht immer der Fall bei italienischen Autos. Ja, der muss mal richtig ein bisschen freigefahren werden, das hört man richtig. Ne? Aber ist normal bei alten Autos, sind wir gewöhnt. Hat immerhin eine schöne 6-Zylinder-Maschine, die 175 Stundenkilometer schnell war. Das ist nicht wenig gewesen. Ist ja eigentlich ein 50er-Jahre-Auto. Und genau genommen hat der Wagen den Design schon von den 60er Jahren. Also wirklich wunderschön. Fährt sich auch toll, man sitzt da sehr schön drin. Schaut mal hier, wie edel das alles aussieht. Dieses ganz feine Holzlenkrad. Hier Aluminium, der Lancia-Schriftzug hier in der Mitte. Hupe, super italienische Hupe. Hupe ist damit das Wichtigste beim Italiener. Und dann hier vorne, schaut mal, diese tollen Rundinstrumente, die original sind. Bis 220 Stundenkilometer. Hier vorne Öldruck. Da oben, das kann ich jetzt hier erkennen, wenn ich eine Brille nicht auf habe. Hier ist Temperatur. Ah ne, das ist Sprit und da oben ist Öldruck. Ne, warte mal. Ja. Na egal, irgendwie so ähnlich auf jeden Fall. Na, man merkt, dass er jetzt immer besser läuft, der wird jetzt ein bisschen warm. Der muss sich immer so ein bisschen freilaufen, so ein Motor. Aber dann sind die Autos dafür bekannt, dass sie zackig nach vorne gegangen sind. Das Auto hat 1,2 Tonnen gewogen, das war sehr, sehr wenig. Und 1,2 Tonnen auf 112 PS verteilt ist ein gutes Leistungsgewicht und dadurch fahren die auch toll. Hier, ich habe gerade gemerkt, beim Schalten hat er hier Mittelschaltung, könnt ihr sehen hier vorne. Hat übrigens ein Transaxle-System. Also Getriebe ist hinten direkt an der Hinterachse angeknüpft. War damals relativ modern. Oh, sportlich. Er geht richtig schön. Hat einen guten Sound auch, der Wagen. Also was auffällt bei dem Auto ist wirklich die tolle Qualität der Restaurierung, die ist fantastisch. Schaut euch mal dieses wunderschön eloxierte Armaturenbrett an, wie toll das gemacht ist, so ist es original gewesen. Und diese mailändische Firma hat es Jahrzehnte gegeben, jetzt leider nicht mehr. Aber die haben die besten Autos restauriert, die besten Lancias und hatten den Namen dafür. Heute gibt es ja die Firma Peter Bazzille, die kennt ihr auch. Ist natürlich auch ein super Laden in der Nähe von Bonn-Bad Troisdorf. Der macht auch erstklassige Arbeit, aber von solchen Lancia-Reparateuren gibt es nicht viele. Und Top-Firmen, die sich wirklich auskennen, wie sowas gehört. Und das wäre halt das Schöne, wenn der Wagen hier in Deutschland weitergeht. Der könnte, wie gesagt, bei Bonn, bei Bazzille super betreut werden. Das ist eine ganz tolle Firma, die sich genau auskennen und genau wissen, was Sache ist. Oh. Interessant bei unserem Wagen, der hat originale Boani-Felgen drauf. Das ist ziemlich selten und verdammt teuer. Die hat man sich gegönnt bei dem Auto. Also sagen wir mal so, als der Wagen restauriert wurde, hat man hier wirklich alle Optionen reingemacht, hat sich gesagt, das Auto muss klasse sein. Und der Wagen steht nur deshalb zum Verkauf,
weil der Eigentümer zwei hat. Und da konnte ich mir einen aussuchen, ob ich den beigefarbenen haben möchte oder den anderen, den er hat in einer anderen Farbe. Und dieses tolle Elfenbein, was er hier hat mit rotem Leder, gefällt mir persönlich wirklich schön. Der Wagen, damit hat das Auto eine gewisse Leichtigkeit. Und rote Autos sind jetzt vielleicht nicht immer so mein Ding. Also der Wagen sieht so sehr, sehr edel aus. Schaut mal hier diesen niedlichen kleinen Spiegel, das ist doch klasse gemacht. Man kann sogar super da hinten reingucken, sieht sogar was. Hat diese schönen Außenspiegel links und rechts hier vorne. Ja, also Fahrgefühl ist toll bei dem Auto. Schaltung gewöhne ich mich noch ein bisschen. Das geht aber, schaltet sich auch tipptopp. Hat halt Gänge, die sehr, sehr eng nebeneinander liegen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, ein Auto, wo nur 524 Stück von gebaut wurden, das ist natürlich wenig. Und damit ist sichergestellt, weil der Wagen also ein unglaublich schöner optischer Entwurf war von Pininfarina. Wie gesagt, ich meine, der beste, das hört man auch von anderen, wird das Auto immer einen ganz stabilen Wert haben. Und diese Autos bekommt man nicht unter 300. Und dann sind das immer so Autos, die sind dann so lala. Aber wenn ihr ein Auto haben wollt, was wirklich perfekt im Zustand ist, perfekt gemacht, das ist unser Auto. Der Wagen ist komplett restauriert, ist in einem Spitzenzustand, hat in der Karosserie ganz tolle Flächen. Und ich merke jetzt auch, wie er hier läuft. Läuft echt schön. Der geht richtig schön nach vorne. Jetzt flattert er auch nicht mehr, merkst du? Der war nur bei 60. Ja, das Auto musste mal ein bisschen bewegt werden. Das machen wir jetzt aber. Aber man spürt sofort, er hat einen erstklassigen. Warte mal, wo ist Blinker? Wie geht der? Mach mal nach links. Ja, da. Und du meinst, das geht auch? Da sind Autos hinter uns. Naja, wird schon gehen. Jetzt komme ich auch mit der Schaltung klar. Echt ein schönes Auto. Paff, paff. Er hat halt nicht so die Federung, wie sie moderne Autos haben, aber daran gewöhnt man sich. Das ist ja auch das, was den Charme eines solchen Autos ausmacht. In jedem Fall schaut mal hier bitte runter, der ganze Fußboden, alles top original restauriert. So ist der Wagen damals gebaut worden. Das ist eine Firma gewesen, die ganz genau wusste, wie so ein Wagen restauriert gehört. Das ist wirklich super gemacht worden. Tja, und fährt sie auch gut, also macht wirklich Spaß. Wenn man im Moment so die ganzen Gerüchte hört, politisch, wer weiß, was da kommt. Wenn man nachher noch eine riesige Inflation bekommt, dann ist so ein Auto ja plötzlich total preiswert hier. Wer weiß, was da jetzt noch alles passiert. Ich denke mal, die nächste Zeit werden die Staaten eine Menge Geld zum Fenster raushauen. Und was das dann für Preise und die Werthaltigkeit solcher Autos bedeutet, ist ja klar. Also muss man sehen, dass man sein Geld gut unterbringt, bevor es an Wert verliert. Und da ist so ein Lancia hier natürlich B24 Cabriolet toll. Ja, wie gesagt, nur ein Jahr ist der Amerika-Spider gebaut worden. Maxi Hoffmann hat damals gesagt, das war der große Importeur für europäische Autos. Bringt mir so ein Wagen in die USA, das brauche ich unbedingt. Das ist dann gemacht worden als Amerika-Spider, aber halt nur ein Jahr lang. Das Auto war ein Riesenerfolg. Und dann hat man es ein bisschen luxuriöser gemacht, hier mit Ausstellfenstern, bessere Scheiben. Übrigens mal was zu meiner Sprache, da werde ich immer wieder darauf angesprochen. So ein Auto ist ziemlich laut und hier pfeift es immer. Und ich habe immer das blöde Gefühl, das Mikro versteht mich nicht und deswegen überschlägt auch meine Stimme. Also das ist, da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, dass das eigentlich nicht so ist. Aber deswegen rede ich manchmal so ein bisschen laut und holperig. Und dann quietscht das so ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht ändern, das ist so. Oder hochfahren? Ja. Ah, jawohl. Schaut mal hier vorne, das ist der Kühler vom Lancia, wunderschön designt. Hier vorne das alte Logo Lancia. Und da könnt ihr sehen KCA, das ist diese wirklich absolut prominente Lancia-Firma, die die besten Restaurierungen gemacht hat in Mailand. Da kommt er her, da ist das komplett gemacht worden. Und wenn ihr euch das hier mal alles anschaut, dieses Spaltmaß beispielsweise, das ist absolut erstklassig. Auch die Lackflächen hier, die ganzen Karosserieflächen und Formen, die sind bei dem Auto wirklich fantastisch getroffen. Also der Wagen hat eine Qualität, die ist wirklich hervorragend. Und man darf ja nicht Zustand 1 sagen, aber sagen wir mal so, das kommt dem schon ganz schön nahe hier. Und schaut euch mal bitte die Farbe an. Also meine persönliche Meinung, Elfenbeinleder, Rot, Weinrot so ein bisschen ist mit das Schönste, was es gibt auf so einem Auto. Der Wagen, das ist ja doch ein, ich sag mal, etwas weibliches Auto, natürlich ein absoluter Sportwagen, aber eine wunderschöne Linie. Also ich finde, das ist einer der schönsten Linien überhaupt
die Pininfarina gebaut hat, habe ich ja schon gesagt, eben schaut euch das mal an. Hier vorne mit einer leichten Bügelfalte auf dem Kotflügel, ganz leichter Knick. Dann hier schön alles in Chrom eingefasst, im Detail super gearbeitet. Ist ein sehr, sehr harmonischer Wagen. Hier die schönen Ausstellfenster hat der America Spider nicht gehabt. Der hatte ja auch diese, ja, wie heißen die, Panoramafenster. Das hat er dann nicht mehr. Das Cabrio-Verdeck ist hier besser gebaut worden, also ein bisschen stabiler. Beim America Spider flatterte das so ein bisschen rum, aber weil der America Spider halt so selten ist, ist der heute so wahnsinnig viel wert und kostet eigentlich das Doppelte wie so ein Auto, obwohl er ein bisschen mehr kann hier. Schaut mal da rein, wie innen die Fußmatten sind, authentisch, original. Ihr seht da vorne die Pedale. Ihr könnt das wunderschön gestaltete Armaturenbrett sehen mit den originalen Instrumenten auch, die wirklich klasse sind. Das hat so das richtig italienische alte. Alfa hatte ja auch solche Instrumente und da originale, echte. Also sie waren sehr, sehr hochwertig, aufwendig gearbeitet. Ist ziemlich selten. Ja, dann hier kommt das Verdeck rein. Das könnt ihr sehen, wenn das auf ist. Nur ich finde, mit Verdeck sieht er nicht so schön aus. Auch bei so einem Wetter. Wir haben ja noch Spätsommer, fahren wir lieber offen als geschlossen. Schaut mal hier die schönen Scharniere hier für die Kofferraumhaube. Dann diese wunderschönen getroffenen Stoßstangen. Die sind da wunderschön rund gestaltet und diese wirklich tollen kleinen Lampen. Das ist ein so tolles Designelement. Die Bügelfalte läuft bis hinten hin, setzt sich in der Lampe fort und dann dieses tolle, elegante Heck. Also ein Auto, was mich fasziniert, hat hinten, also das sieht fast so ähnlich aus wie beim VW Käfer, aber hat einen ganz anderen Sound als beim Käfer. Die Doppelauspuffanlage. Ja, und was das Tolle ist bei unserem Auto, Matching Numbers, das heißt, der ist so zur Welt gekommen und Matching Colors. Was die Besonderheit an unserem Wagen ausmacht, der Wagen hat originale Buranis, schaut euch das mal an hier. Die sind extrem wertvoll, diese Felgen, kosten sehr viel Geld. Dann hier vielleicht mal so ein kleines Detail, was für toll designte Türgriffe dieses Auto hat. Seht euch das mal an hier. Hier einen Schlüssel reinzustecken, also ist wirklich klasse. Hier oben unten das Logo von Pininfarina. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Also wirklich toll gemacht. Hier diese schönen Chromleisten. Also bei dem Auto stört überhaupt nichts. Der Wagen hat von A bis Z eine super elegante Linie und fährt sich auch wirklich schön. Und schaut mal, wie das aussieht hier im bayerischen Alpenland bei mildem Wetter, 22 Grad. Das Auto ist doch wirklich sensationell schön. Also anders kann man das nicht sagen. Auch die Lampen, wie nennt man so eine Form, Paul? Wenn so ein Auto so schöne Fliesen, also ist absolut harmonisch das Auto. Da ist nichts, wo man drüber stolpert. Gibt ja manchmal Autos, die sehen vorne klasse aus und wenn du dann hinten guckst, du sagst, ach Gott, nee, wer hat das denn gemacht? Also das ist oft so bei Autos, wo es nur von vorne gut aussieht, dann nur von der Seite. Und dieser Lancia B24S ist einer der schönsten und gelungenen Entwürfe überhaupt, finde ich, weil der Wagen ist komplett harmonisch, es stört gar nichts, alles passt zueinander, die Linien fließen ineinander, vorne übrigens, könnt ihr sehen, er hat einen V6-Motor, hier ist die Lufthutze. Da hat er die einzige kleine Stelle, wo ich gesehen habe. Aber das ist schon älter, das muss schon länger sein. Hat er eine ganz eine Miniaturmarke, die würde ich lassen, da würde ich gar nicht rangehen. Weil er auch diesen absolut fantastischen Lack hat. Ist alles aus einem Guss. Keine Orangenhaut drauf, keine Wellen, gar nichts. Also wirklich klasse gemacht. Ja, Lancia B24S mit V6-Maschine. Übrigens, der Wagen ist fast 180 Stundenkilometer schnell gewesen. Das Auto war richtig schnell. Zur damaligen Zeit sind in Deutschland Pontons rumgefahren. Das war ja ein völlig anderes Auto, diese relativ plumpe Form. Da ist das natürlich ein absoluter Klassiker, der sehr, sehr schnittig war. Ja, jetzt nachdem wir so 10 Kilometer mit unserem Lancia gefahren sind, fährt er auch richtig toll. Also ich kann euch sagen, der schaltet richtig gut. Das Einzige, was mir auffiel, die Bremse zieht ganz leicht nach links, aber das muss man justieren, das ist eine Kleinigkeit. Aber der Motor läuft absolut klasse. Lenkung ist wunderbar, der hat einen sehr schönen geraden Auslauf, der Wagen. Er hat natürlich keine Servolenkung, logischerweise, aber das Auto wiegt auch nicht viel. Also 1250 Kilo, das ist nicht viel. Und das Auto ist ziemlich spritzig, also fast 180 Stundenkilometer schnell, das ist schon eine Ansage. Und man kann den Wagen wirklich sportiv fahren, das merke ich hier. Das ist ein Auto, was sich toll bewegen lässt, sehr, sehr leichtfüßig.
Und bei dem guten Zustand, wie der Wagen ist, der sieht in 20 Jahren, wenn er weiter so gepflegt wird, auch so aus. Und da hat man wirklich einen absolut perfekten, ganz seltenen, hochpreisigen Oldtimer, der absolut stabil am Markt ist. Das kann man über Jahrzehnte verfolgen. Das waren immer sehr, sehr erfolgreiche, gesuchte Autos, die immer weltweit, das ist ja ein weltweiter Markt für solche Autos, die wirklich weltweit stabil ihren Wert gehalten haben. Und wie gesagt, von der Form, das ist ja wirklich also dermaßen schön. Das ist eine total zeitlose Eleganz bei dem Auto. Ist echt schön. Übrigens auch, wie man hier vorne sitzt, man hat relativ viel Platz in dem Auto. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Wagen irgendwie beengt ist oder so, gar nicht. Es sind schöne 2 Sitze hier mit einer Mittelablage hier vorne. Das ist alles sehr, sehr gut gelöst. Die Sitze sind zwar schon, ich glaube, der Wagen ist so vor ungefähr 15, 16, 17 Jahren restauriert worden. Das heißt, das Leder ist also nicht mehr so ganz neu, aber in einem guten, straffen Zustand. Man sitzt da hervorragend drauf. Und laufen tut er schön, ja. Kerniger Motor, guter Durchzug. Wenn man sich die Autos heute anguckt, wie die so rumfahren, das hat also alles mit Schönheit, also sehr, sehr oft nicht mehr viel zu tun. Ist nur protzig oder aggressiv, aber schön, wo man sagen kann, das ist so im ästhetischen Sinne wirklich ein schöner Wagen. Ja, das ist der Charme am alten Auto, da knattert auch mal was, aber ist ja nicht weiter schlimm. Ist halt eben alles aus Chrom, kein überzogenes Plastik oder so. Hier schönes Metallarmaturenbrett hier oben auch. Und dann, wie gesagt, dieses tolle Design bei dem Wagen, es ist absolut zeitlos. Schickes, elegantes Auto. Und er dreht auch ganz gut durch, ne? Also er ist drehfreudig, die Maschine. Ist wirklich ein guter Motor. Und man merkt, dass er ganz gut Dampf hat. Ist übrigens eine 2,5 Liter Maschine, 2,5 Liter, verteilt auf V6 Zylinder. Das haben die Italiener damals gut gemacht. Man darf nicht ganz vergessen, Auto ist ja schon 60 Jahre alt. Ja, über 60 sogar. Auto ist hier übrigens Baujahr 1957 und ist die 5. Serie. Der Wagen ist ja nur gut 3 Jahre lang gebaut worden, aber Schluss damit, leider. Aber zu der damaligen Zeit, wenn man sich so Opel oder Mercedes oder sowas angeschaut hat, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das ist eine ganz andere Welt, vermittelt einem das auch. Schön so ein Auto, wirklich richtig schön. Und bemerkenswert sportlicher Motor. Der gut klingt, der einen schönen Sound hat. Ja, das Motörchen läuft immer besser jetzt, wo er richtig schön warm geworden ist. Man merkt, dass ihm das so richtig Spaß macht. Also mir macht es auch Spaß, könnt ihr glaube ich sehen. Wir haben ja relativ selten so einen schicken Italiener, außer Ferrari mal gesehen. Aber Lancia, sowas haben wir relativ selten und dann noch in der Qualität. Auto macht einen Riesenspaß. Und ich denke, das wird auch ein wunderschöner Film, was die tolle Linie von dem Wagen zeigt. In unserer schönen Landschaft hier, es passt richtig. Schönes Auto, läuft super, toll restauriert, sieht man in jedem Detail. Ich habe mir vorhin alle möglichen Details angesehen an dem Wagen, wirklich gut. Da ist mir nichts aufgefallen, wo man sagen könnte, das stört oder da ist günstig gemacht worden. Man sieht, dass hier ein hoher Geldbetrag reingeflossen ist, investiert wurde und dass es sehr, sehr gut gemacht wurde. Er fährt richtig schön. Schönes Auto, wirklich schönes Auto. Ja, es kann ja sein, dass wir hier den einen oder anderen mal auf eine ganz neue Idee bringen. Außer Mercedes, Jaguar oder Ferrari ist die Marke Lancia wirklich auch was ganz Besonderes. Und wie schick und elegant so ein Wagen ist, das könnt ihr hier sehen. Und dass er auch richtig Brause hat. Er geht richtig zu, das ist ein guter Motor. Der geht richtig nach vorne. Ist vielleicht mal eine Überlegung für den einen oder anderen. Und wer im Moment so ein paar Euros noch auf der hohen Kante hat und sagt, wer weiß, was mit der Inflation wird, und demnächst mit der Politik, die geben ja nachher Milliarden für sonst was aus, investiere ich lieber hierher. Denn was ganz wichtig ist,
Mit grünem Wasserstoff können solche Motoren betrieben werden, und zwar mit 0 Emissionen. Das wissen die wenigsten, weil das von der Politik bisher nicht gefördert wird. Das ist aber eine Tatsache. Da gab es neulich einen Film, den ganzen Abend hat man sich damit befasst. Solche Autos können mit 0 Emissionen bewegt werden, vorausgesetzt, dass die Politik dem zustimmt und nicht nur auf Batterie setzt, sondern eben auch auf Wasserstoff. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und ich werde das in meinen Filmen jetzt immer wieder erwähnen, weil ich merke, manche Leute haben Angst, dass sowas verboten wird. Das ist alles Quatsch, das wird nicht passieren. Es gibt eine Zulassung, es gab eine Zulassung. Und Enteignung in Deutschland, so weit sind wir noch nicht. Auto macht echt Spaß zu fahren, ist ein richtiger Sportwagen. Jedenfalls das, was ich unter Sportwagen verstehe. Auto macht wirklich Freude. Und dann ist er noch so edel designt, so schick gemacht hier drin. Guckt euch das mal an. Also ganz, ganz großer Wurf der Firma Lancia. Die haben ja heute leider nicht mehr ganz so viel Bedeutung und die großen Würfe sind denen auch ein bisschen abhanden gekommen, was ewig schade ist. Aber zu der Zeit, 50er, 60er Jahre, haben die ganz tolle Autos gebaut. Und deswegen sind die heute auch noch so wertvoll. Da kommt der tolle Klang von den Autos her. Das ging ja bereits in den 20er Jahren übrigens los. Das ist eine Firma, die sehr, sehr alt ist. Die hat den Astura gebaut, hier da kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, 30er Jahren. Ganz tolle Autos gebaut, die heute auch sehr wertvoll sind. Also wenn ihr mal zum Thema Lancia was hört oder zu Ohren bekommt, habe ich immer Interesse dran. Kaufen wir auch. Es gibt besondere Autos, die wir auch direkt ankaufen, nur dass ich das mal gesagt habe. Ruft mich gerne an, kommt euch besuchen, lernen wir uns kennen. Und wer mich besuchen kann, der kann sich dieses schöne Auto mal angucken. Und wenn wir merken, ernsthaftes, richtiges Interesse, Geld kommt auf den Tisch, da gibt es eine tolle Probefahrt und dann werdet ihr sehen, was es für einen Spaß macht, so einen schönen Lancia hier zu bewegen. Ja, da vorne ist Abersdorf, der nächste Ort ist Beuerberg. War echt eine schöne Probefahrt. Wir sind jetzt so 17 Kilometer gefahren mit dem Auto. Also laufen tut er wirklich toll und der hat es gebraucht, dass er mal rausgeholt wird. Wie gesagt, Wert liegt zwischen 300 und 400. Rest muss man immer besprechen. Es liegt auch ein bisschen am Einlieferer. Wir haben ja auch einige Autos, die uns die Kunden anvertrauen zum Weiterverkauf. Also wir können die Preisgestaltung nicht immer ganz alleine machen. Da sitzt oft auch der Besitzer noch mit am Tisch. Es sei denn, wir haben die Autos angekauft. Das gibt es natürlich auch bei uns. Das können wir ein bisschen anders regeln. Ja, sportliches Auto, macht einen Riesenspaß. Ich muss auch sagen, also für die 50er Jahre war das ein großer Wurf. Was so ein Auto geht, finde ich toll. Also wirklich toll, wenn man das mit dem 300 SL vergleicht. Das war ein bisschen, der hatte zwar mehr Kraft, aber war doch ein bisschen bulliger das Ganze. Und irgendwie auch nicht ganz so modern wie er hier. Er kommt mir moderner vor, liegt leicht auf der Straße, also man kann ihn echt sportlich fahren. Und ist halt ein schickes Auto vor allen Dingen auch. Ja, da vorne hinter den Bäumen kommt Beuerberg in Blick. Wieder eine sehr, sehr schöne Probefahrt, die mir echt Spaß gemacht hat. Wir haben eben gerade einen ganz scharfen Porsche bekommen. Ich glaube, der steht gerade auf der Auffahrt. Der ist eben gerade abgeladen worden. Den werden wir euch am Montag filmen. Jetzt haben wir den gemacht. Guck mal da vorne, so sieht das aus. Ein Wahnsinnsauto aus erster Hand, ein Carrera GT in Gelb, ganz, ganz selten. Was vielleicht noch ganz interessant ist, was wir original haben, Certificato di Origine. Das Originalitätszertifikat von Lancia ist auch da. Also da ist alles dabei, was es braucht. Das ist ein Auto von A bis Z, passt wirklich alles. So, schaut euch das mal an. Also genauso wie er außen aussieht, ist er innen auch. Das Auto ist wirklich klasse restauriert. Man merkt ja das ja eben schon beim Fahren. Ihr könnt das sehen, V6-Zylinder, 3 links, 3 rechts, die Kerzen, könnt ihr sehen, die Kerzenstecker. Also das Auto läuft wirklich toll. Dann haben wir die Original-Fahrgestellnummer hier vorne, Karosserienummer, könnt ihr alles sehen, B24S. Hier vorne Original Lancia Logo Fahrgestell, also Auto hat Matching Numbers und Matching Colors. So ist er seinerzeit gebaut worden, 1957, ein Auto der 5. Serie. Und die Qualität, ob man da unter die Haube guckt oder in den Motorraum, ist wirklich erste Klasse. Auch hier, schaut euch das mal an, wie gut das hier gearbeitet ist. Besser kann man das nicht machen. Also besser kann man es wirklich nicht machen. Und ich muss sagen, bemerkenswert, was die kleine Maschine bringt. 2,5 Liter Hubraum mit 6 Zylindern, da ist man echt sportlich mit unterwegs. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit mir und mit unserem schönen Lancia-Dreh heute. Ich freue mich auf den nächsten Film mit euch. Am Montag geht es ganz scharf weiter mit dem GT da hinten aus erster deutscher Hand. Das könnt ihr dann ja auch sehen. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Viel Spaß, bis demnächst. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.